In diesem Video werde ich euch alles über unsere Reise nach Kroatien, über unseren Trip mit unserem Wohnmobil erzählen, sowohl über die Einreise als auch über den Campingplatz, auf dem wir waren. Und ich würde sagen, wir starten mit der Einreise nach Kroatien. Ich würde euch empfehlen, informiert euch beim Auswärtigen Amt über die momentane Regelung. Das ändert sich ja sehr oft. Bei uns war es jetzt so, wir haben gebraucht eine Buchungsbestätigung, einen Corona-Test, egal ob PCR oder Schnelltest. Er durfte nicht älter als 48 Stunden sein. Wir haben beides gemacht. Wir haben erst den PCR-Test gemacht, hatten dann aber am Morgen vor der Abreise noch kein Ergebnis. Deshalb haben wir noch einen Schnelltest gemacht, damit wir auch wirklich das Ergebnis haben, wenn wir an der kroatischen Grenze sind. Und das Einreiseformular, das findet ihr im Internet. Und damit hat auch alles super geklappt. Dann kommen wir zu dem Campingplatz. Wir waren auf dem Campingplatz Camping Arena Stoja. Und ich muss sagen, dieser Campingplatz ist einer der schönsten Campingplätze, auf denen ich je war. Also ich war auf vielen Campingplätzen, aber der ist wirklich ein super schöner Campingplatz. Wir hatten einen super schönen Stellplatz direkt am Meer vorne. Es war auch noch nicht so viel los, aber auch die anderen Plätze sind richtig schön. Alles in der Natur mit Steilküste. Es gibt Stellplätze für Wohnmobile und natürlich auch Wohnwagen und es gibt auch Zeltplätze. Die Zeltplätze haben sogar die Möglichkeit, dass man sich einen Kühlschrank dazu mietet. Dadurch hat man auch die Möglichkeit, seine wichtigen Sachen, also fürs Frühstück oder Abendessen, einzukühlen. Auf dem Campingplatz sind Hunde erlaubt und kosten, glaube ich, 4 Euro Zuschlag. Die Sanitäranlagen sind super sauber, die werden jeden Tag um 12 Uhr gereinigt. Es gibt getrennte Duschen, also Einzelduschen. Es gibt sogar eine Waschmaschine, also der Raum ist von 18 bis 14 Uhr geöffnet und natürlich auch Möglichkeit, um Geschirr abzuspülen. Es gibt eine Station, um Abwasser zu entsorgen. Es gibt auch eine Station, um sein Camping-WC zu entleeren. Dann gibt es noch einen kleinen Supermarkt, der hat so die wichtigsten Sachen. Als wir jetzt dort waren im Mai, gab es noch nicht so viel. Das Wichtigste gab es auf jeden Fall. Ich glaube, das liegt auch daran, dass wir einfach in der Vorsaison dort waren. Und ich denke auch, dass Corona da eine Rolle spielen wird. Ansonsten gibt es auch ein Shopping Center, 10 Minuten zu Fuß entfernt, Max City heißt das. Da gibt es einen riesigen Plodin-Supermarkt, da bekommt ihr wirklich alles. Es gibt dort viele Shoppingläden, unter anderem Bershka oder Pull&Bear. Ist auch sonntags geöffnet, ich glaube jeden Tag von 9 bis 22 Uhr. Außerdem gibt es auf dem Campingplatz kostenlose Fahrräder. Ich glaube, es waren 4 Stück da. Die kann man sich kostenlos ausleihen. Das haben wir auch gemacht. Und sind dann mit dem Fahrrad nach Pula gefahren. Das dauert mit dem Fahrrad ungefähr 10 Minuten, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Auch dort das Amphitheater anzuschauen und auf jeden Fall in der Stadt essen zu gehen. Die Stadt ist wirklich sehr schön und was ich euch auch empfehlen kann, ist, wenn jemand über den Campingplatz läuft, euch eine Bootstour anbietet, do it. Wir haben diese Bootstour gebucht, die hat 35 Euro gekostet. Wir waren 3 Stunden mit dem Boot unterwegs, haben den Sonnenuntergang geguckt, haben Delfine gesehen und es gab auch noch Essen, also es gab Fisch, Salat und Fleisch zur Auswahl. Also diese Bootstour macht sie auf jeden Fall, es lohnt sich. Ansonsten könnt ihr bestimmt dort auch an der Rezeption fragen. Genau, der Campingplatz hat ansonsten, wenn wir schon beim Thema Essen sind, auch ein Restaurant. Wir haben da eigentlich immer nur Pizza und Calamari gegessen, die kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Holt sie euch kurz vor Sonnenuntergang, nehmt es mit und setzt euch damit auf die Felsen bei Sonnenuntergang. Es gibt kaum was Schöneres. Jetzt kurz zu den Preisen. Die meiste Zeit standen wir auf dem Campingplatz in der Vorsaison. Da haben wir bezahlt für 2 Personen mit Hund und Wohnmobil 25 Euro und die letzten Tage war dann Hauptsaison. Da haben wir 32 Euro für 2 Personen, Hund und Wohnmobil bezahlt. Man kann da sich wirklich nicht beschweren.
Wir waren zum Beispiel eine Nacht im Porridge, um Freunde zu besuchen, und da haben wir für einen Stellplatz, der nicht annähernd so schön war, 80 € die Nacht gezahlt. Also wenn ihr dort in der Gegend seid, Porridge ist ungefähr 1,5 Stunden vom Pula entfernt, würde ich euch auf jeden Fall Pula empfehlen und auch den Camping Arena Stoja. Genau.